Herzlich willkommen auf unserem Kanal. Ich bin Lisa. Ich bin der Dario und zusammen sind wir Erfahrung der Welt. Vor einem halben Jahr hat unser Leben noch anders ausgesehen. Wir hatten definitiv keinen Sand unter den Füßen und nur eine Ahnung davon, wie es wird sein, stundenlang im Sattel zu sitzen, jeden Tag Neues zu erfahren und 24 Stunden zusammen zu verbringen. In den letzten paar Monaten haben wir Vorstellung mit Erfahrung getauscht. Erfahren, wie es ist, wenn man den ganzen Tag den Berg raufradelt oder gegen den Wind kämpft, verzweifelt einen Campingplatz sucht oder zufrieden am Abend nach einem langen Tag im Sattel am Ziel ankommt. Wir haben wunderschöne Landschaften durchradelt und verschiedenste Menschen und Kulturen kennengelernt. Und vor allem haben wir uns gegenseitig noch viel besser kennengelernt. Aktuell sind wir hier im Süden der Türkei an der lykischen Küste. Wir warten hier ab, machen eine Winterpause, bis sich die Grenze Richtung Osten öffnet und Reisen wieder möglich ist. Und von unserer temporären Wahlheimat Patara nehmen wir euch jetzt mit, nochmal zurück, ganz am Anfang von unserer Reise. Im Juli haben wir geheiratet, haben unsere Wohnung geräumt, unseren Familie und Freunden Ciao gesagt und sind am 29. Juli um einen wunderschönen, warmen Sommertag losgefahren von Baden in Richtung Osten. Film ab! Yay! Ja, wir Alle winken. Ja, wir fahren los. Ich winke mir das Tschüss zusammen. Schöne Reise! Es ist soweit. Es ist der 29. Juli, kurz vor 11:30 und wir sind losgefahren, haben uns von den Freunden verabschiedet und das ist der letzte Blick auf unsere schöne Stadt Baden. Ja, da im Hintergrund. Genau. Ja, und ab Ja. jetzt ist vieles neu. Der Abschied fällt schwer, aber wir freuen uns jetzt natürlich auf alles, was kommt. Genau, los geht's. Los geht's. Ja, wir fahren hier gerade aus Wettingen raus, haben die ersten 5-6 Kilometer gemacht. Das sind Strassen, die wir sehr gut kennen, natürlich. Und irgendwie komisch, wenn man sich überlegt, dass dieser Weg einem schlussendlich bis nach Südostasien wird führen. Das sind so ein bisschen Gedanken, die einem durch den Kopf gehen. Abschied genommen von der Lisa, ihren Eltern, Freunden. Schwer gefallen und trotzdem freuen wir uns jetzt auf das Abenteuer, das vor uns liegt. Und auf Strassen, die wir nicht kennen. Wir haben kurz Pause gemacht, haben etwas Kleines gegessen hier am Katzensee und jetzt geht es los. Hallo zusammen, das ist unser zweiter Tag. Wir sind gerade in Rapperswil und gehen jetzt etwas Kleines essen. Wir nehmen hier gerade ein bisschen mit durch die Altstadt. Genau. Spent 2 years of my life in a foreign land. Came home to my young wife as a different man. Saw 15 sons and fathers lying on the ground. Just one click of my thumb laid their bodies down. Oh,
Vielleicht gesehen, dass wir da durch müssen, oder? Oh Mann. Scheiße. Guten Morgen und willkommen am 4. Tag auf unserer Reise. Es ist der 1. August, der Schweizer Nationalviertag. Und wir sind am wunderschönen Wallensee. Ja, gestern haben wir ganz spontan gefunden, wir machen einen Tag Pause. Und zwar einfach unter anderem auch, um den ganzen Stress von der letzten Woche zu verarbeiten und ein bisschen ja, in der Reise ankommen, in den Ferien ankommen, Zeit haben für uns. Dort hätten wir können alles, was wir in den letzten paar Wochen vermisst haben. Ja, und zudem haben wir festgestellt, dass am 1. August ja ganz viele Läden geschlossen sind. Dass wir sofort auf Wallenstadt überfahren, 60 km Ausflug gemacht, um in die Migros das letzte Mal zu posten. Go Pasta und Plevita holen, weil das ist schon sehr wichtig für unsere weitere Reise, sonst geht es nicht. Genau. Und dann am Abend haben wir spontan noch Besuch bekommen von Lukas, von meinem Chef vom Reisebüro, wo ich gearbeitet habe. Und er hat Rum mitgebracht. Und ja, dann haben wir ein scharfes Teigcurry essen und Rum getrunken. Und das war eigentlich ein sehr gemütlicher Abend. Ja. Ja. Und jetzt heute geht es weiter, endlich ins Bündnerland, Richtung Albula Pass und unter anderem auf der Suche nach vegetarischen Gpuns. Ecktorkel. Ja, wir sind hier in Meyenfeld, im Dorf von Heidi, wo die Kinderbuchfigur den Ursprung gefunden hat, wo die Idee entstanden ist. Und es gehört zu den Bündner Herrschaften im Bündnerland, einem bekannten Weinbaugebiet. Überall hat es Weinkellereien und die Keller innerhalb von diesen Weingütern, die nennen sich Torkel. Und wir denken, aufgrund von diesem Namen ist auch das Verb entstanden, torkeln, wenn man ein bisschen zu viel getrunken hat. Was jetzt aber vor der Mittagszeit ist und irgendwie über 30 Grad, lassen wir das, glaube ich, sein mit dem Wein degustieren für den Moment. Oder eventuell ist es auch umgekehrt, dass das Verb torkeln zuerst war und dann nachher in diesen Keller plötzlich Torkel gesagt haben. Ja. Weil immer alle Torkeln rausgekommen sind. Am Morgen sind wir von Thusis losgefahren mit dem Velo. Jetzt sind wir raufgekommen bis auf Pergün. Also haben wir mal die ersten 1000 Kilometer geschafft, ja. Genau, jetzt müssen wir noch mal so viel machen. Jetzt haben wir gerade recht Hunger gehabt, wir sind fast vom Velo gerannt. Und jetzt haben wir recht viel gegessen. Jetzt mal schauen, wie viel wir noch machen mögen. Ja. Ja, und es tröpfelt auch ein bisschen, das Wetter ist auch ein bisschen unsicher. Es sollte auf die 5, 6 regnen kommen. Also sind wir auch ein bisschen da noch im Stress. Also wir haben keine Ahnung, ob wir es schaffen, auf die Alpen laufen heute oder nicht. Sonst würden wir halt wieder auf Pergün zurückrollen und es morgen noch mal probieren. Mal schauen, ja. Wir Ja. probieren es aus, es war immer ein Wagnis. Und Pergün ist ja einfach wunderschön, wenn man so rumschaut. Da. Help me, somebody.
Ja, es ist wunderbar hier oben, aber es ist auch anstrengend. I crossed the ocean for a heart of gold. I've been in my mind, it's such a fine. Lisa, was meinst du? Wie schön. Keine Puste zum. Keine Puste zum etwas mehr sagen. Fast 2000 Meter über Meer. Ja. Wow. Oh yeah! Keeps me searching for a heart of gold. Bald haben wir es geschafft. Bald sind wir oben. Deine Fähnchen-Tente, musst du schauen. Ja. Ganz dort hinten. Aber noch ein Steil da. Zum Glück im Moment gerade nicht so steil. Das möchte ich nicht erzählen. Ja, die letzten 90 Höhenmeter. Und dann haben wir schlussendlich 1920 Höhenmeter gemacht an diesem Tag. Innerhalb von 10 Stunden. Du hast doppelt so viel wie gestern. Innerhalb von 10 Stunden sind wir, Was, wir sind 10 Stunden auf dem Sattel? ja, plus inklusive eine Stunde Pause, Mittagspause natürlich. Vor einer Stunde. Aber 10 Stunden Plackerei haben wir jetzt hinter uns, 46 Kilometer rauf, fast 2000 Höhenmeter. Ja, ich würde sagen, wir können stolz sein auf uns, wenn wir dann dort oben sind. Ich habe überhaupt keinen Hunger, aber ich freue mich mega auf Bier. Ah, ich habe mega Hunger. Hast du Hunger? Ja, Mein Appetit ist Doch. völlig weg. doch, ich habe mega Ich Hunger. könnte ab 3 Bier trinken. Ich glaube, wir lassen es bei einem, wir müssen noch runterfahren. Ja, sehr spezielle Gegend hier oben. Sehr steinig. So, das ist ein Wanderweg, wahrscheinlich kannst du alles durchlaufen. Ja, natürlich kannst du überall drüber laufen. Weißt du, wie eindrücklich wäre das? Ha. Schaffst. Es ist nicht mehr so steil. Ne? Das Bier wartet. Denk nur das Bier. Nicht anders. Wir haben oh. Hä? Ja, hallo zusammen, Tag 6 auf unserer Fahrradreise. Gestern haben wir uns den Albula-Pass draufgewählt, sind hier oben angekommen und haben dann hier im Hospiz übernachten. Der Albula-Pass ist übrigens nur von Mai bis Oktober geöffnet. Im Winter liegt da Schnee und dann kann man das Gebäude vom Hospiz gar nicht mehr sehen. Es war früher schon eine wichtige Handelsroute zwischen dem Tirol, Veltlin und dem Bündnerland, wo man Salz, Getreide oder Reis transportiert hat. Ja, und früher hat man da schon einen Postdienst schon mal gehabt, bevor dann 1903 die Albula-Bahn gekommen ist, eine der schönsten Zugstrecken in der Schweiz. Und die Strasse, die wir gestern raufgefahren sind mit dem Fahrrad, die ist im Winter eine bekannte Schlittelpiste von Breda auf Bergün oben runter. Genau, jetzt sind wir beide schon mal oben runtergefahren, zwar nicht miteinander, aber unabhängig voneinander und es ist mega toll. Genau. Es braucht richtig. Genau. Jetzt haben wir gerade eine kleine Wanderung gemacht über die Hochebene hier auf der Passhöhe oben. Es fühlt sich an, als wären wir irgendwo im Norden von Schottland oder auch in Island mit den Nebelschwaden. Das Parfüm, das man ab und zu hört, sehr mystisch, sehr wenig Menschen. Und wir haben spontan entschieden heute Morgen, dass wir noch einen Tag hier bleiben im Hospiz, in dieser besonderen Landschaft. Weil es ist sehr gemütlich an unserem Zimmer und die Küche ist sehr fern. Genau, wir werden ein bisschen an der Homepage arbeiten und
ja, einfach auch Zeit geniessen. Genau. Wir haben uns geniessen, dass wir so Sachen einfach machen können. Genau, bevor es dann übermorgen wieder sommerliches Wetter wird. Genau. Wie ihr seht, sind wir voll in den Schnee gekommen, hier auf dem Albula-Pass oben. Am 4. August im Hochsommer, es ist nicht ganz fair. Ja, wir sehen es positiv. Wir können so gerade mal unsere Winterkleider testen. Obwohl wir damit wahrscheinlich keinen Schönheitspreis gewinnen, aber ja, Hauptsache nicht frieren heute. Genau, jetzt geht es den Pass runter, Sengodin drauf und dann weiter Richtung Ofenpass und Val Müstair und dann hoffentlich morgen Richtung Bella Italia und wieder zurück in den Sommer. Followed you, darkness, into the feeling that I thought I'd know. Sing to you a feeling, and it's a strange truth and so hard to show. The night it brings me bounty, and though we still seem so far from home, placement sleeping soundly, whispered silence, wow, so it goes. Starry maze, I know it's no place for me to go. You know my blood's so blue, I sing a song for you, 'cause it's a bleeding heart and it's knowing to grow down in my bones. Signs they come and go, an empty sleep that carried me to you with nothing to show. Stand me up so varied, 'cause our cover's finally been blown. Placement sleeping soundly, whispered silence, well, so it goes. Bundi, wir sind hier im Val Müstair unterwegs. Wir sind gestern über den Ofenpass gegangen, haben zuoberst noch zu Nacht gegessen und sind dann runtergerollt in die wunderschöne Landschaft. Von Dorf zu Dorf, von Tschirf weiter runter. Und haben einen wunderbaren Spot gefunden zum Wildzelten. Wirklich so ein bisschen eine Märchenwiese, traumhaft schön, umgeben von den Schneebergen, aber sehr, sehr kalt. Ja, gestern war sowieso nicht so das beste Wetter. Es hat zwar auf dem Regenradar keine Regenanzeige gehabt, aber es hat gleich die ganze Zeit getröpfelt, während wir raufgefahren sind und während wir runtergefahren sind. Ja, es war eine kühle Nacht, aber wir haben es jetzt, ja, sind jetzt hier am Runterfahren, in diesem wunderschönen Tal. Vielleicht sieht man es hier noch im Hintergrund noch ein bisschen mehr. Ja, jetzt ist das Ziel Merano. Das heisst, heute wollen wir auf Italien. Wir haben etwa 70 Kilometer vor uns, aber hauptsächlich durchab. Also im Vergleich zu den letzten Tagen wird das sehr ein gemütlicher Tag werden. Eu vejo tu atrás de my brilliant festivals. All mine. Ja, wir sind gerade in Müstair, am Hauptort von Val Müstair, und es ist wieder mal ein wunderschönes Dörfli. Ich nehme mal gerade ein bisschen mit.
so durchs Dörfli durch. Toi tu ne peux plus leben, pas plus libre. Toi tu ne peux plus leben, pas plus libre. Toi tu ne peux plus leben, pas plus libre. Lascia-mai in pace. Lascia-mai in pace. Nach 338 km, teilweise sehr streng mit 2 Fässerquerungen in der Schweiz, haben wir jetzt 100 Meter in unserer Heimat vor uns und dann überqueren wir die Grenze zu Italien. Also das erste Land, auf was ihr reist. Die erste Grenzübertritt, ja. Bella Italia. Ja, Südtirol. Und die Sonne. Wunderbar. Genau. Und der Sommer ist zurück, yeah! Nach dem Winter gestern. Lascia-mai in pace. Lascia-mai in pace.